Einen wunderschönen guten Morgen aus der Nähe von Po. Wie ihr seht, ist heute ein regnerischer Tag und es soll die ganze Woche auch regnen. Deswegen werden die letzten Tage der Weinlese weiter nach hinten verschoben und wir haben ein bisschen Strecke gemacht. Auf jeden Fall werden wir heute trotz schlechtem Wetter die Zeit sinnvoll nutzen, denn in diesem Video geht es wieder darum, wie wir uns gesund unterwegs ernähren. Und dafür haben wir ein Tool, was auf gar keinen Fall in unserer Van-Küche fehlen darf, nämlich unseren Omnia-Backofen. Als erstes haben wir das Gitter, da kann man den Omnia draufstellen, wenn er heiß ist, oder auch Brote und Pizza drauf abkühlen lassen. Dann haben wir den Platzhalter, der sorgt dafür, dass das Ganze nicht verbrennt. Dann kommt die eigentliche Backform mit einem praktischen Backsilikon drin und das Ganze wird dann mit dem Deckel verschlossen und funktioniert so als vollwertiger Ofen. Damit werden wir auf jeden Fall für euch einmal backen und einmal kochen. Und heute an diesem Morgen werden wir erstmal alle Vorbereitungen treffen, um heute Abend ein leckeres Brot backen zu können. Wir starten als erstes mit meinem geliebten Sauerteig. Das ist auf jeden Fall echt ein Lebewesen, was uns über das Jahr im Vanlife ans Herz gewachsen ist, weil wir einfach damit jederzeit Brot backen können. Kleiner Random Fact, ich habe meinen Sauerteig schon seit 2023, 2024. Lieben Dank an die liebe Hanna, die mir den überlassen hat. Und man sieht auch schon, dass der schön aktiv ist an den Bläschen hier unten. Was an meinem Sauerteig auf jeden Fall besonders ist, er hat mit uns schon 7 Länder bereist und ist schon 2-mal im Flugzeug gewesen und hat alles gut überlebt und gut überstanden, inklusive Flugzeugkontrolle. So, der wird erstmal noch kurz gefüttert, damit er richtig Dampf hat. Und dafür brauchen wir 2 Sachen. Wir brauchen einmal Wasser und wir brauchen einmal Roggenmehl. Ich füttere meinen Sauerteig immer mit einem Schuss Wasser, also einem kräftigen Schuss Wasser und ungefähr 1 bis 2 gehäufte Esslöffel Mehl. Ja, nächster Schritt, die Mühle. Ja, ihr habt auf jeden Fall richtig gehört, wir haben tatsächlich eine Mehlmühle mit an Bord. Die darf auch auf jeden Fall nicht fehlen. Kleine Story dazu, ich habe nach meinem Abi 1 Jahr lang Brot gebacken in einer Lebensgemeinschaft, die sich selbst versorgt hat. Dort haben wir auch Sauerteigbrot gebacken und irgendwann vor 1,5 Jahren circa habe ich mich gefragt, warum wird mein Brot nicht so geil, wie es damals wurde in Südfrankreich, als ich dort gearbeitet habe. Und die einzige Komponente, die ich nicht hatte, war eine Mühle, um natürlich frisches Mehl zu benutzen. Und seitdem ich diese frische Mehlmühle benutzen darf, klappt es auch, dass das Brot so geil wird wie damals, als ich als Bäcker gearbeitet habe. Wir backen heute ein Roggenbrot. Das verarbeiten wir jetzt mal zu Mehl. Das Coole ist, dass man bei der Mühle auch den Mahlgrad feststellen kann. Also ich nehme tatsächlich nicht nur Roggenmehl, sondern wir werden jetzt auch Buchweizenmehl machen. Und das hat den riesen Vorteil, dass Buchweizen ein Pseudogetreide ist und keinerlei Gluten enthält. So. Das heißt, wir haben fürs Rezept ungefähr 600 Gramm Roggenmehl und ungefähr 200 Gramm Buchweizenmehl. Die nächsten Schritte sind einmal den Sauerteig mit rein und das Ganze dann mit ordentlich Wasser vermengen,
Ich schätze, wir werden so um die 800, 900 Milliliter Wasser benötigen. Auch hier ganz wichtiger Tipp, den Teig mit den Händen kneten, mit ganz viel Liebe natürlich kneten und die Hände bitte nicht steril waschen, weil wenn da jetzt Seife oder Seifenrückstände dran wären, würde das Brot nicht aufgehen. Amore, Amore, in den Teig kommt viel Amore. Jetzt ist es auf jeden Fall ein super geiler Teig. Meine Erfahrung ist, ich lasse den Teig am liebsten zwischen 12 und 14 Stunden stehen. Es hängt natürlich immer von der Temperatur und der Luftfeuchte ab. Je feuchter und je wärmer es ist, desto kürzer muss er gehen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es echt meistens besser funktioniert, vor allem so Richtung Herbst-Winter im Vanlife, den tagsüber gehen zu lassen, weil es nachts im Van oftmals zu kalt ist und der Teig dann nicht so eine Power entwickeln kann. Und ja, jetzt habe ich natürlich wieder das Klischee erfüllt. Oh, Sauerteigbrot, das ist ja so kompliziert, da muss man ja so viel machen und. Bitte denkt immer dran, ihr braucht keine Mühle, ihr braucht tatsächlich nur einen Sauerteig oder einen Ansatz davon. Man kann sogar auch fertige Sauerteige schon im Supermarkt kaufen und die dann weiterführen als eigenen. Und man braucht theoretisch wirklich nur Wasser, Salz, Mehl und Sauerteig. 4 Zutaten. Ich weiß, wir haben heute Morgen sehr viel Gemeng gemacht, aber bitte, wenn du mal selber Bock hast, sowas zu machen, einfach mal ausprobieren. Und wenn du auch Bock hast oder Bock bekommen hast, dein Sauerteigbrot zu backen, findest du ein einfaches Rezept in der Videobeschreibung und zusätzlich nochmal das Rezept, wie ich es jetzt gerade hier verwendet habe. Und wir sehen uns in ein paar Stunden später wieder, wenn der Teig aufgegangen ist und wir dann weiter backen. So, einen wunderschönen guten Abend. Der Sauerteig ist jetzt schön ordentlich gegangen. Das riecht auch schon ziemlich geil. Wir befüllen jetzt unseren Lieblingsofen, unseren guten Omnia hier. Und dann rocken wir mal das Ganze. So. Jetzt holen wir mal noch ein paar Körner und garnieren das Ganze noch damit. Das ist doch garnieren. Das heißt so. Ich kann dich mal garnieren. Ich kann dich mal frittieren. So, jetzt wird das Ganze gebacken. Auf jeden Fall muss ich noch einen Timer stellen. Hey Siri, Timer 10 Minuten. Natürlich muss das Ganze länger als 10 Minuten backen. Aber wenn du die genaue Beschreibung haben möchtest, wie man das im Omnia oder im normalen Ofen backt, dann guck einfach unten in die Beschreibung. Da schreibe ich dann alles für dich rein. Oh yeah. Es riecht so geil. Ich würde es auch am liebsten jetzt schon anschneiden, aber ich glaube, das verschieben wir auf morgen. Natürlich nehmen wir euch morgen beim Aufschnitt mit. Ich glaube, ich träume heute Nacht von frischem Sauerteigbrot. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen früh beim Frühstück wieder. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Bettchen. Ja, so machen wir das. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Heute ist Brottag und ich freue mich immer ganz besonders, wenn es Brot gibt, weil meistens essen wir Frischkornbrei und Brot ist dann wirklich so was ganz Besonderes, wie so ein Sonntagsfrühstück. Und ich habe auf jeden Fall immer Probleme bei Gluten, wenn es zu viel ist. Hier bei dem Brot ist es echt überhaupt nicht so, also gar nicht. Deswegen probiert es unbedingt mal aus, falls ihr Probleme habt. Auch gerne, wenn ihr keine Probleme habt, weil es einfach super bekömmlich ist. Du hast auf jeden Fall ein richtig deftiges, geschmackvolles Brot und kannst halt noch schön variieren mit den Körnern oben drauf. Du kannst Leinsamen drauf machen, Haferflocken, irgendwelche Saaten, Sonnenblumenkerne. Und du kannst auch mit den Mehlen ganz viel variieren und rumspielen. Das heißt, geschmacklich kannst du das auf jeden Fall immer etwas abändern.
Und ja, probier jetzt aus. Können wir essen? Ja. Einfach nur mit Butter und Salz. Das ist immer das, also die erste Scheibe essen wir traditionell immer mit Butter und Salz, um einfach zu schmecken, um einfach das Brot zu schmecken und nicht zu verunstalten mit irgendwelchen Belägen. Zu dem Thema Bekömmlichkeit. Sauerteig ist so eine uralte Tradition, das wurde schon vor tausenden von Jahren gemacht, einfach weil es das Getreide bekömmlicher macht. Und auf chemischer Ebene ist es so, dass quasi die Milchsäurebakterien vom Sauerteig die Struktur des Glutens umwandeln und es deswegen für viele Menschen bekömmlicher ist. So, genug geschnackt. So, was machen wir da? Für uns geht's gleich in die Stadt nach Po. Auf jeden Fall ist mein Hemd ziemlich zerknittert und wir haben hier so ein geiles Moped. Damit können wir on the road unsere Sachen bügeln. Ja, und ich habe gestern echt richtige Lachkicks geschoben wegen dem Namen Po. Also man schreibt es ja auf Französisch Pau, aber Po ist ja wie der Po. Zum Beispiel habe ich dann in meinem Gehirn so Witze gehabt wie: Was passiert, wenn ich in Po eine Vollbremsung mache? Eine Bremsspur. Oh Mann, ey. Und das ging gestern den ganzen Abend, ey. Der hat sich nicht mehr einbekommen. Irgendwann klang Sadie schon wie so ein Schwein, weil er keine Luft mehr bekommen hat. Ich würde sagen, wir machen uns fertig. Und dann düsen wir in die City. Geht raus. Goodbye, gute Rude. So, wir gehen jetzt da über die Brücke und dann sind wir schon fast im Stadtzentrum. Wir versenden voll gerne noch Postkarten. Ich finde halt so das Oldschoole noch richtig schön, dass man nicht alles übers Handy macht. Und so Postkarten haben auch einfach Style und generell Briefe. Ich liebe das. Achso, ja. Alles am Start, sogar mit Briefmarken. Das heißt, wir können jetzt Postkärtchen schreiben und allen Leuten mal hier aus Po ein paar liebe Grüße schicken.
Ich habe mir einen Cappuccino eben bestellt und wollte den mit Hafermilch. Aus Versehen wurde der mit normaler Milch gemacht und jetzt kam gerade die Kaffeebesitzerin und hat sich entschuldigt, also von sich aus kam sie. Und ja, hat sich halt mega entschuldigt und hat mir jetzt noch einen Haferkaffee gebracht, also einen Hafercappuccino. Also ich bin von mir aus nicht hingegangen, weil ich bin jetzt keine Veganerin und ab und zu Milch vertrage ich. Deswegen war das jetzt nicht so schlimm, aber mega die schöne Geste. Und er schmeckt auf jeden Fall deutlich besser. Wir gehen auf jeden Fall jetzt zum Auto und werden dann langsam Richtung Bauernhof zurückfahren, wo die Weinlese stattfindet. Und werden dann später noch ganz entspannt zu Abend kochen. Ja, beim Abendessen nehmen wir dich auf jeden Fall mit. Wir haben ja ein Lieblingstool, was du vielleicht schon eben im Video gesehen hast, wenn du weißt, womit wir das Abendessen machen. Schreib es vielleicht gerne mal in die Kommentare. Es wird auf jeden Fall sehr lecker werden. Ja, ich freue mich jetzt schon und ich habe übelst Hunger. Ich brauche jetzt am Bus erstmal schnell einen Snack. So, wir sind zurück auf unserem Platz auf dem Bauernhof. Und ja, wir schwingen jetzt mal den Kochlöffel. Und zwar gibt es einen Polenta-Auflauf und der ist so lecker. Und das Wichtigste, Snacken nicht vergessen. Wir haben gerade von den Nachbarn selbstgemachten Joghurt bekommen und das ist unser Nachtisch. Das wird lecker. So, weiter. Und wir starten mit Schicht Nummer 1, dem Hackfleisch oder Sojageschnetzeltem. Schicht Nummer 2, der Maisbrei. Kleine Info, die Polenta, also der Maisbrei, ist komplett clean. Deswegen immer darauf achten, dass der Bodenbelag, vor allem wenn man Sojagranulat benutzt, dass man das ordentlich würzt und dass man auch oben drüber die Tomatensauce ordentlich würzt, damit das nachher einen geilen Geschmack gibt. Schritt Nummer 3, passierte Tomaten und Tomatenmark einmal vermischen und über die Polenta geben. Schritt Nummer 4, nachdem wir die passierten Tomaten gewürzt haben, kommt jetzt das Gemüse drüber. Es ist kein richtiger Schritt, aber ich mache jetzt noch ein ganz bisschen passierte Tomaten oben drüber. Und dann kommen wir zum letzten Schritt, nämlich Schritt Nummer 5, dem Käse. Der Countdown läuft. So, das Ganze kommt jetzt in den Ofen. Wenn ihr das riechen könntet, was ich jetzt rieche, das riecht schon richtig geil. Ich mag, glaube ich, lieber einen Löffel. Boah, mit dem Sauerkraut. Deswegen ist richtiges Sauerkraut. Ne? Boah, es gibt einen richtig geilen Geschmack. So, Ja, mach du. an dieser Stelle verabschieden wir uns. Ist das schon das Ende vom Video? Ach was. Ja, wir verabschieden uns für diese Woche. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Wir hoffen, du hast ein bisschen Inspiration bekommen können. Und wenn du Bock hast, das Ganze nachzukochen oder auch schon vielleicht nachgekocht hast, schreib bitte unbedingt einen Kommentar. Da würden wir uns riesig drüber freuen. Alle Rezepte findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und ja, wir lassen den Abend jetzt ganz entspannt ausklingen. Und ich würde sagen, oder wir würden sagen, wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag wieder. Wow.
Gönnt euch diesen Faden, der gerade abgestürzt ist. Auf jeden Fall freuen wir uns über jeden Like, über jeden Kommentar. Und wenn du die OBDs noch nicht abonniert hast, bitte unbedingt abonnieren und die Glocke aktivieren, damit du auch keins unserer neuen Videos verpasst. Bis nächste Woche Sonntag. Tschaußen, bis dann.